Ich habe den Tabak geschenkt bekommen. Mir ist egal, wie teuer er ist. Er schmeckt gut und mir schmeckt er. Wir haben zusammen mit der Pfeife, mit die Filter und einigen anderen Sachen bekommen. Und ich bin kein undankbarer Mensch. War ich noch nie. City Cobra, du gewöhnst dir bitte sofort einmal deinen Befehlston ab. Sonst rücken wir mal zusammen. Privat erreichst du mich nirgends. Nee, exclusive. Warum willst du auch ein Mod sein bei mir? Wenn du mit Abby oder mit Amox Kontakt aufnehmen kannst und ich mal live streamen und du da bist, dann können wir drüber reden. Versuch dich da mal Abby zu kriegen. Ey, Alter, Abby ist meine Frau, ne? Hier zu kriegen. Ich glaube, es geht los. Alter, sag mal, hängt's bei dir oder was, Amox? Stütop? Reicht das von? Stimmt schon, es wäre klassisch aus dem Horn zu trinken, aber das ist aktuell nicht sauber. Deswegen. Wenn du mit mir Sex schreiben willst, stell dich hinten an. Ich nicht verlieren. Tomato. Ne, zum Thema, ich saufe immer so viel. Das ist vielleicht noch von Weihnachten übrig. Der andere auch, habe ich beide zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Weil der gute Olli Go auf YouTube immer so behauptet, dass ich so tausende Euro für Puppen und so einen Scheißen aushau. Klar. Einfach nur geil. Und ich bin nicht mehr außer Atem, ey. Oh Mann, ey. Nee, es ist echt. Es ist eigentlich lange her, dass ich so aggressiv, so extrem, so. Nennen wir es Overkill-mäßig geheadbangt habe? Das ist wirklich lange her. So. Das stört ein bisschen. Gut. Bis gleich. Was heißt bis gleich? Bin ich wieder da. Ein Ei geholt. Naja, schnelle Bewegung und so, ne? Also. Ich muss das Jahr für Wacken noch eine Akkreditation schreiben, auch für Summer Breeze, dass die mir vielleicht dieses Jahr rechtzeitig eine Akkreditation stellen, beziehungsweise ich rechtzeitig Bescheid bekomme. Letztes Jahr habe ich vom Summer Breeze ja nichts mehr gehört, ich weiß nicht woran das lag, keine Ahnung. Also, Servus und willkommen beim Drachen! Heute bringen wir ein kleines bisschen zu Equilibrium. Ich bin live auf Jonau und im Video. Und wir haben heute Equilibrium.
Ja. Also jetzt merke ich den Alkohol. Alkohol, mach die Birne hohl. So. Es zwingt dich doch niemand, die Videos zu schauen. Weißt du, ich bin gerade echt besoffen, na? Echt Hacke. Und ich habe immer noch mehr Logik als du. Du sollst dir Gedanken machen. Ernsthaft. Olli Go. Da kommt demnächst auch noch ein Video, mal schauen. Lösch dich, Fetti. Tja, ich bin zwar besoffen, aber nicht so besoffen. Tschüss, du Arschloch. Lebensende. Und ja, ich lasse die Strähne absichtlich, weil es mir gerade gefällt. Du siehst durchgenudelt aus. Das sah deine Mutter auch, als ich sie hatte. Okay, und ich habe das dumme Gefühl, ich bin gerade besoffener als je zuvor. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich muss unbedingt pissen und wenn ich jetzt nicht pissen gehe, dann pisse ich in die Hose und ich bin gerade so besoffen, dass mich das einen Scheiß interessiert. Viel Spaß. Mein Name ist John. Kennung Sierra 117. And nothing else matters. Auf mich steht keine Frau, warum auch? Nicht mal das Mädel, mit dem ich im Zoo war. Nee, jetzt sage ich zu viel. Weil Iblali, Gronk, LeFloid, ich sag immer LeFloid, ich weiß nicht warum. Kenn ich alle nicht. Die sind alle nicht mehr real und ich bin auch nicht real in meinen Videos und so weiter. Aber das, was ich so in meinen Livestreams mache, ist meistens realer als alles andere. Ich habe ja schon getrunken, bevor ich gestreamt habe, von daher. Ja. Was hast du alles getrunken? 7 Stück davon. 7 Stück. 7. Bier oder was? Met, Bier, also Göttertrunk halt. Met, Bier und Cola. Beziehungsweise in dem Fall war sogar noch ein Kirschlikör dabei, weil. Aber du hast eigentlich schon viele Zuschauer dafür, dass es zu spät ist. Knapp 300 oder 300 aktuell sogar genau. Ja. Ja. Schon. Aber ich denke, das ist jetzt wieder so ein guter Moment, wenn jetzt genug Leute zuschauen, um dich hier zu fragen, ob du mich heiraten möchtest. Ich weiß nicht gerade. Nastrovje, Rainer, wie geht's? Nostrovi, wenn du mal Deutsch könntest, wären wir auch zufrieden. Russisch brauchen wir hier nicht. Tschüss, du Affe. Russisch? Jetzt, da ich so breit bin wie sonst was, erzähle ich mal euch ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Hört auf, Scheiße zu labern. Dieser ganze Kindergarten, ja, das ist einfach absoluter Bullshit. Der gute Impertinentius, der gute Drool und wie sie alle heißen. Ihr werdet nie im Leben, nicht mal im Traum, nicht beim Vollsuff bin, werdet ihr überlegen sein. Warum rafft ihr das nicht? Peter, Dankeschön für 1000 Barren. Entschuldigung, 1000 Barren. Wie gesagt, besoffen, aber nicht so besoffen. So, ich gehe mal kurz pullen. Sehen wir uns gleich. Oh yeah, das kann ich selbst im Suff. Skull! Im Moment ist es mir zwar scheißegal, aber ich bin echt gespannt, wann das auf YouTube landet. Oder was davon auf YouTube landet. Ich verfolge den Scheiß zwar nach wie vor nicht, aber mich persönlich würde zum Beispiel interessieren, was Olli Go zu dieser ganzen Scheiße mal zu sagen hat. Weil letztlich ist der Typ einfach nur ein Loser, der einfach nur versucht, an meinem Fame Bekanntheit zu erreichen. Ja, Olli Go, du bist nicht neidisch auf meine Lebenssituation, auf den Scheiß, den ich mache. Du bist aber neidisch auf das, was letztlich aus mir geworden ist, aus mir werden wird. Auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man das mir jetzt mehr glaubt, wenn ich im Suff bin oder nicht, es stört mich. Es stört mich wirklich brutal, dass ich im Netz überall zu finden bin, weil ich wollte eigentlich nie diese Aufmerksamkeit. Also, wenn man bedenkt,
dass ich schon mit Schlagstöcken tatsächlich, das werde ich vermutlich morgen bereuen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier, in diesem Bereich, man sieht es nicht, ist zu hell. Ich habe immer noch einen roten Fleck. Seit über 22 Wochen habe ich bereits diesen Schmerz, beziehungsweise momentan habe ich keinen Schmerz. Rainer bleibt unbesiegt. Ich habe mittlerweile seit 22 Wochen das Problem mit dem Typen von dem Schlagstock, der mich mit dem Schlagstock angegriffen hat. Glaubst du wirklich, dass ich nach 22 Wochen wirklich aufhöre, nachdem mich einer von 22 Wochen mit Schlagstock gegriffen hat? Und dazu gesagt, dass es nichts geändert hat? Vielleicht liegt es daran, dass ich selber keine Freundin habe oder einen Menschen hatte in meinem Leben, der mir wichtig war und der mir hinterher den Laufpass gegeben hat. Ja, aber Es ist einfach so. immer nach vorne schauen. Ja, es gab bisher nur einen Menschen in meinem Leben, oder nur wenige Menschen in meinem Leben, die mir so wichtig waren. Mhm. Und naja, sie sagte mir, dass ich einfach nicht ihr Typ bin. Vielleicht sieht sie es irgendwann auf YouTube, weil es landet, da brauchen wir ja uns ja kein Urteil machen, das weißt du ja vermutlich, wenn du als Gast hier reinkommst, sowieso auch. Das landet 100% auf YouTube irgendwo. Liegt einfach daran, im Gegensatz zu diesen ganzen Menschen, die Hate produzieren, die haten, ihr habt einfach absolut, und davon kann sein, dass es der eine oder andere weiß, aber ihr habt null Ahnung, wie es ist, sein Leben alleine zu führen. Sollte mir jemals eine Frau begegnen und ich jemals mit dieser Frau glücklich werden und vielleicht, was ich hoffe, aber nicht zu hoffen wage, wegen den Hatern, Kinder bekommen, dann würde ich versuchen, diese Kinder so zu erziehen, dass sie nicht wissen, was ihr Vater macht. Oder? Kurzum, ich würde sie versuchen so zu erziehen, dass sie ein ganz normales Leben führen können. Und wenn sie dann selbst berühmt werden wollen oder bekannt werden wollen, dann können sie das werden, weil sie die Möglichkeiten dazu haben. Ich will nicht, dass meine Kinder in dem Wissen aufwachsen, dass sie vielleicht alles haben könnten, was sie wollten. Ich war links und im Vollsuff ohne Ende. Hast du lang gefeiert heute oder was? Oder gestern? Nö, einfach 5, 6 Stück von irgendwen hier getroffen. Moment. Brot im Suff essen ist nicht unbedingt praktisch. Also, die Sache mit dem Spendenstream, ich habe das nur mal testweise gemacht. Ich habe ja eigentlich jetzt eine 100k-Leitung oder sollte jetzt bald eine 100k-Leitung haben, aber ich weiß nicht, warum die immer noch nicht angeschlossen ist, keine Ahnung. Ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich mein Haus und vor allem mein Grundstück sichere, dass auf mein Grundstück niemand mehr draufkommt, ohne dass ich das wirklich merke. Das heißt, ich habe mittlerweile ja, und lange Rede, kurzer Sinn, Hater hin oder her, Gelaber hin oder her. Hattest du nicht mal Kameras oder so? Ich habe Überwachungskameras, genau auf das wollte ich gerade hinaus. Ich habe Überwachungskameras und ich habe Möglichkeiten, mein Grundstück abzusichern. Ich sichere jetzt momentan demnächst, ich kann schweißen, ich habe ein Schweißgerät da, ich will in der nächsten Zeit, ich habe momentan bloß nicht genug Metall da. Ich will mein Grundstück, also mein Zaun, mein Hoftor ist momentan das Hauptproblem. Ich will mein Hoftor wirklich höher machen, schweißen, dass da die Leute nicht so leicht drüber kommen oder wenn sie drüber kommen, nicht mehr so leicht zurückkommen. Kurzum, dafür zu sorgen, dass die Leute erst gar nicht in Versuchung kommen, drüber zu kommen oder drüber zu gehen. Das bin ich mit langen Haaren. Das ist bloß alles so grün, ich weiß, aber das war Absicht, weil ich grün total gerne mag als Farbe. Und hier unten okay. Drache offiziell, ja. Nice. Genau. Aber da hast du ein bisschen geschummelt, ne? Wie kommst du da drauf? Nichts gegen dich, aber da hast du ein bisschen dich dünner gemacht. Hä? Quatsch! Völliger Bullshit. Ich sehe es gerade so blöd. Also. Hashtag Schummeldrache. Quatsch, Blödsinn. Nee, also das ist einfach definitiv. Also das Bild hier, das merkt keiner, aber das sind 7 oder 8 Ebenen über GIMP gearbeitet. Also da habe ich über GIMP gearbeitet damals und da habe ich 6, 7 Also nicht Photoshop. Aber erst beim Design gemerkt, ja, sieht man, das ist einfach teilweise wirklich hier bei der Umrandung
Ich hätte das einfach glatt machen müssen. Das sieht man wahrscheinlich jetzt so im Stream nicht. Ja, ich verdiene schon dran, muss man dazu sagen, aber da steckt halt auch viel Arbeit drin. Japanischen. Also Sakura ist im Japanischen heißt Küche. Hallo Rainer, möchtest du bei mir deinen Spendenstream eigentlich machen? Ich bin ja auch YouTuber. Das Drachen, wie ich das seit seit gestern, also seit Freitag auf Samstag, seit Samstag auf Sonntag, beziehungsweise Sonntag auf Montag kenne, heißt es mittlerweile ja nicht mehr Drachengame und auch nicht mehr Drachen-Hater-Netzwerk, sondern Drachen-Terror-Netzwerk. Oder Hater-Terror-Netzwerk, Entschuldigung. So rum. Was ist das denn, ja? Ach, von diesem komischen Typen Olli Go, der da anscheinend sich auch noch damit brüstet, dass er illegale Sachen teilweise tatsächlich abzieht oder Leute aus seinem Terror-Netzwerk, seinem Hater-Terror-Netzwerk illegale Sachen abzieht. Aber da gehört anscheinend auch der eine dazu, der anscheinend, was ich gar nicht mitbekommen habe, der Typ in Nürnberg anscheinend verurteilt wurde. So, ich kann ohne Strom kochen, weil ich weiß, wie man ein Feuer schürt, ich weiß, wie man auf dem Feuer kocht, ich weiß, wie ich mir mit Feuer Wärme schaffe, ich weiß, wie ich mir Licht schaffe ohne Strom und so weiter und so fort. Also ich bin nicht hundertprozentig auf den Strom angewiesen, anders wie welche, die vielleicht nur in der Stadt oder ihr ganzes Leben lang nur in der Stadt gewohnt haben. Du zeigst keinen Respekt und machst Witze über Massenmord und hast angeblich sogar noch Verbindungen zum Drachenlord, den Drahtzieher der südfränkischen Neonazi-Szene. Und was ist eines der Hauptmerkmale von Neonazis? dass sie ziemlich dumm sind auf jeden Fall. Ja, gut, aber das ist nichts, was man auf den ersten Blick unbedingt merkt. Hauptmerkmale von Neonazis: Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel mit weißen Schnürbändeln. Habe ich irgendwas davon? Ich habe Springerstiefel mit schwarzen Schnürbändeln, ja. Okay, auf jeden Fall, Grüße gehen raus und immt der Übermensch und löscht dich, du fetter Buttergolem. Ja, dann frage ich mich, warum du als fetter Buttergolem hier bist im Livestream und dich lächerlich machst. Denn mich lächerlich machen kannst du definitiv nicht mehr. Vielleicht zeigen? Hallo Rainer, wann löscht du dich denn eigentlich? So, weißt du, sind wir mal ehrlich, ja? Du bist dümmer als ich, du bist hässlicher als ich. Das kann klar, ich du zeigst deine Fresse, Respekt dafür, aber deine schwulen Ohrringe, ja, an sich finde ich schon, ganz ehrlich, ich hab nichts gegen Schwule. Ohne Scheiß, Junge, ich hab nichts gegen Schwule, ja? Ganz ehrlich nicht, ich bin bisexuell, ja, aber wenn man sich so schwul verhält wie du, ja, dann kann man sich meiner Meinung nach schon eins sagen lassen, weil selbst ein Schwuler von dir nichts mehr wissen will. Aber warum ist denn schwul eine Beleidigung für dich, wenn du das doch selber... Das ist keine Beleidigung, definitiv nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Aber du bist eine Beleidigung für alle Schwule. Ja. Das ist ein Unterschied. Nicht Schwule sind eine Beleidigung, sondern du bist eine Beleidigung für Schwule. Weil du dich verhältst wie einer, aber kein Schwuler bist, verstehst du? Das ist ein Unterschied. Ein feiner, minimaler Unterschied, der so gering ist, dass dein Mikrohirn nicht mitbekommt, was Sache ist. Du lachst dir den Arsch ab. Weißt du, was witzig ist? Weißt du, was wirklich witzig ist, Junge? Über mich lachen die Leute seit Jahren. Über dich lachen sie seit heute. Du begreifst nicht, dass du auf YouTube landen wirst durch dieses Video. Über dich lachen die Leute ab heute. Über mich lachen sie seit 3 Jahren. Wollen wir wetten, dass du das keine 3 Jahre aushältst? Ja, ich werde der neue Drachenlord bald lachen, die auch über mich, und dann höre ich auf. Ich bezweifle, dass du ein neuer Drachenlord wirst. Junge, verstehst du es nicht? Keiner hat die Macht, die ich besitze. Ich bin Drachenlord. Keiner kann's mir reichen. Das Wasser. Rainer, das ist jetzt, willst du 5 Jahre lang deinen Kopf gegen die Wand hauen und dann sagen, keiner von euch... Und wenn ich 5 Jahre meinen Kopf gegen die Wand hau, mein Kopf hält 5 Jahre gegen die Wand aus, deiner nicht mal eine Stunde, nicht mal eine Minute, einmal deinen Kopf gegen die Wand und dein Kopf ist Mus. 5 Jahre meinen Kopf gegen die Wand und die Wand zerbricht, Alter. Das ist der Unterschied, den du und deine Vollidioten nicht raffen. Junge,
Checkst du's nicht? Ich lache mir jetzt schon den Arsch ab, wenn ich nur drüber nachdenke, dass sich alle auf YouTube 100.000 Leute sich bepissen vor Lachen. Das ist so eine Lusche und so eine Flasche wie du keine Chance gegen den Drachenlord. Junge, lach ruhig! Alter, ich bin eine Witzfigur! Mir macht's nichts aus! Seit 4 Jahren, seit 3 Jahren lachen die Leute über mich! Lach ruhig! Lach dir den Arsch ab, Alter! Machen wir regelmäßig. Du wirst morgen nicht mehr lachen. Weil morgen... Nein, du wirst morgen nicht mehr lachen, weil wenn du deine Videos auf YouTube siehst und deine Hackfresse im Internet siehst, wirst du definitiv nicht mehr lachen. Ja, deswegen Ich sag dir auch warum. Von mir, weil Und ich das nicht lustig ich sag finde, dir, wenn wir die Gesichter bleiben wir ernst. Ich sag dir, warum du nicht mehr lachen wirst. Weil Meine Fresse im Internet ist normal. Für mich hat sich nichts geändert. Ob ich jetzt mit dir einen Stream hier mache und du dich über mich lustig machst, macht keinen Unterschied für mich. Weil die ganzen Typen sich über mich sowieso schon lustig machen. Ich bin bekannt, weit bekannt. Möchtest du Wenn meinen du Kanal aber abonnieren? Da wenn sieht man du ganz aber oft mein morgen auf Gesicht. die Straße gehst und dich einer erkennt, lachen dich alle aus. Och, Weil echt, du, das könnte ja und nicht ich sag passieren, dir auch ne? warum. Ich sag dir auch warum. Vielleicht weil ich dick bin? Weil du einen Kampf, eine Schlacht gegen einen verloren hast, der deiner Meinung nach dümmer ist als du. Und ich sag dir, warum Echt? du verlierst. Gegen wen denn? Also Ich sag dich nicht, dir, warum, gegen mich, und ich sag dir, warum du verlierst. Weil ich dich raushau. Oh nein! Ganz ehrlich, Junge, du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Ich sag dir warum. Ich bin der Boss. Ihr versteht es nicht. Ihr versteht es nicht, Alter. Seit 5 Jahren begreift ihr es nicht. Ich bin der Boss. Und Musik für mich. Nicht da. Oh. Den will ich jetzt drin haben, Alter. Der arbeitslose Fuzzi 24/7 online ist, um darauf zu warten, dass ich ihn reinhole. Oh, warte, ich muss kurz das machen. Ja, hi, jetzt ging es schneller als erwartet. Wie geht's dir? Bernjan lauert. Auf was lauerst du denn? Auf deinen nächsten Abloser? Ich habe jetzt eigentlich nur darauf gelauert, dass du mich dran nimmst und jetzt gar nicht mehr damit gerechnet. Ich wollte gerade mein Video fertig bearbeiten. Aber schön, dass du da bist. Anscheinend treffen wir uns immer weiteres morgens Loser-Video um 6. bleibt ein weiteres Loser-Video. Und du wirst weiterhin nicht weiterkommen, als ich es bin. Echt? Wenn du weiter nur Scheiße über mich laberst und weiterhin nur lächerliche Sachen über mich verbreitest, eigentlich die gar nicht sowieso nur die Typen glauben, die genauso wenig hören wie du im Kopf haben. Sprich, nicht mal eine Erbsengröße. Darauf lasse ich erstmal einen ein Furz. nettes Gespräch miteinander führen. Bezweifle Ich will mich ehrlich nicht mit dir gesagt. streiten. Ich bin nur Du willst hier. nicht mit mir streiten, Junge, dann bin hättest du nur mir ein Gast, weil ich mich mit keinen infizierten PC liefern sollen, bei dem du nicht mal die Chance hattest, ihn zu sperren, weil ich schlauer war als du und den hacken konnte, ohne dass du irgendwas sperren konntest und weiter war als du, einem angeblich gelernten Techniker. Der wollte seinen PC über die Ferne sperren und hat es nicht geschafft, weil ich über einen zweiten Bildschirm mich reinhacken konnte und die Sperre aufheben konnte. Aber ich finde es total lächerlich und witzig, dass du einfach nur meintest, dass du mich besiegen kannst. Junge, du hattest nie eine Chance und du wirst nie eine Chance haben. Und warum? Weil ich ein Drache bin und Feuer spei und dich verbrenne mit Haut und Haar. Alter, das macht Spaß. So muss es sein. Ich brech alle nieder. Mit dem Feuer meiner Seele und dem Metal in meinem Blut. Entschuldigung. So. Also jetzt gerade mal, wo ich mir so ein bisschen auch mal deine Livestreams und deine wirklichen Videos so angeguckt habe von deinem Kanal, ne? Muss man schon irgendwie sagen, dass das, was die jetzt für dich wahrscheinlich Hater abliefern, stellenweise wesentlich besser ist als das, was du machst. Weißt du, was ich meine? Also Da frage ich mich aber nach wie vor, warum ich immer noch die meisten Aufrufe, die meisten Klicks und die meisten Abos von allen Hatern und allen Zuschauern zusammen habe. ja, ich meine, darum geht's ja gar nicht. Es ist wie, als Doch, wenn man... darum geht's. Es geht letztlich um die Aufrufe und um die Reichweite, die man besitzt. Ich habe viele Dokumentationen früher geschaut im Fernsehen oder ich habe Tierdokus. Ich habe
zig Jahre lang Tierdokus geschaut. Ich kenne fast jeden Tiernamen, sei es noch so unbekannt auf der Welt.